willkommen zu einem neuen Video. Heute backen wir einen leckeren Spiegeleikuchen mit Schokoladenboden, einer Vanillepudding-Schmandcreme und Aprikosenhälften. Dafür bereiten wir zunächst den Schokoboden vor und geben 65 Gramm Zartbitterschokolade und 175 Gramm Butter in einen kleinen Topf. Der wird bei schwacher Hitze erwärmt, gelegentlich rühren und so Butter und Schokolade zum Schmelzen bringen. Die Schokoladenbutter anschließend in eine Rührschüssel gießen, 160 Gramm Zucker dazugeben und mit einer Küchenmaschine oder einem Mixer jetzt schon mal für 1 bis 2 Minuten verrühren. Anschließend nach und nach 3 Eier dazugeben und jedes Ei ca. 1 Minute unterrühren. So lange, bis die Masse deutlich heller, fluffiger und dicker ist. So wie hier. Dann ein Sieb hernehmen und 2 gehäufte Esslöffel Kakaopulver, einen gehäuften Teelöffel Backpulver und 200 Gramm Mehl durch das Sieb zum Teig geben. Außerdem noch 50 Gramm gemahlene Haselnüsse, eine Prise Salz und einen ordentlichen Schluck Milch, so ungefähr 30 bis 40 Milliliter, und danach alles zu einem glatten Teig verrühren. Sollte der Teig etwas zu fest wirken, einfach noch einen kleinen Schluck Milch dazu gießen und dann weiter rühren. Den Teig anschließend auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech geben. Wer hat, kann zusätzlich noch einen Backrahmen auf das Backblech setzen. Es geht aber auch wunderbar ohne Backrahmen. Dann den Teig gleichmäßig dick auf dem Backblech verstreichen und im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober-Unterhitze ca. 20 bis 25 Minuten backen. Wer mag, kann nach dem Backen mit einem Holzstäbchen in den Boden stechen. Sollte nichts mehr daran kleben bleiben, ist der Boden durchgebacken. Das Blech dann erstmal zur Seite stellen und komplett auskühlen lassen. Währenddessen für den Vanillepudding 5 Eier trennen. Den Pudding mache ich jetzt hier mal selber. Wem das allerdings zu aufwendig ist oder jemand, der sich das nicht zutraut, kann auch einfach 2 Tütchen Puddingpulver nach Packungsanweisung zubereiten oder Vanillepudding aus dem Kühlregal verwenden. Dann 135 Gramm Zucker, 65 Gramm Speisestärke, eine Prise Salz, und 300 Milliliter Milch in ein hohes Gefäß geben. Und dann mit einem Schneebesen glatt rühren. Jetzt noch die 5 Eigelbe dazugeben, ebenfalls glatt rühren und erstmal zur Seite stellen. Einen kleinen Topf aufsetzen, 500 Milliliter Milch hineingeben, außerdem das Mark einer Vanilleschote
und die ausgekratzte Vanilleschote in den Topf geben. Dann bei mittlerer Hitze erwärmen. Dabei gelegentlich mit einem Schneebesen durchrühren. Und kurz bevor es anfängt zu köcheln bzw. zu blubbern, die Vanilleschote herausholen, den Topf dann vom Herd ziehen. Die Milch sollte nicht anfangen zu kochen. Und dann die heiße Milch nach und nach zur Eimasse gießen und verrühren. Mit diesem Schritt wird die Eimasse temperiert und wir verhindern, dass das Ei später gerinnt. Die komplette Masse jetzt zurück in den Topf geben. Und unter Rühren bei mittlerer Hitze erwärmen. Dabei die ganze Zeit rühren. Und sobald der Pudding anfängt anzudicken, das geht relativ schnell, vom Herd ziehen und weiter rühren, damit nichts am Topfboden anbrennt. Und dann solltet ihr so eine Puddingcreme hier haben. Der Pudding muss jetzt noch etwas abkühlen. Dafür einfach einen Bogen Frischhaltefolie direkt auf der Puddingoberfläche verteilen und dann 20 Minuten abkühlen lassen. Die Frischhaltefolie dann wieder entfernen, 400 Gramm Schmand dazugeben und alles verrühren. Die Pudding-Schmandcreme wird jetzt einfach auf den abgekühlten Schokoboden gegossen. Dann gleichmäßig glatt streichen. Wer mag, kann so wie ich jetzt schon mal mit einem Messer 16 gleich große Stücke auf der Creme anzeichnen. Wenn ihr keinen Backrahmen benutzt habt, werdet ihr wahrscheinlich 20 Stücke erhalten. Und jetzt in der Mitte der angezeichneten Rechtecke jeweils eine Aprikosenhälfte platzieren. Den Kuchen danach am besten über Nacht im Kühlschrank lagern, damit die Creme fest werden kann. Und dann mit einem stumpfen Messer am Backrahmen entlang fahren, den Rahmen dann lösen, den Kuchen in Stücke schneiden und servieren. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.